Ich wollte ja eigentlich nach Moskau, Russland. Jetzt bin ich in diesem Kasten. Ganz schön langer Weg. Ich bin in Tallinn angekommen, 6 Wochen. Tallinn, schöne Altstadt. Im ersten Anflug sind die Menschen ein bisschen speziell, aber das kann natürlich auch in dem Wetter und der Jahreszeit gelegen haben. Die haben eine andere Art, ihre Freundlichkeit zu zeigen, als man das so gewohnt ist. Jetzt stehen wir hier vor Rimi, das scheint hier der lokale Supermarkt zu sein. 8 bis 22 Uhr. Also eins ist sicher, das ist hier langweilig wie die Hölle. Was machen die Leute hier den ganzen Tag? Ja, die Supermärkte sehen hier ziemlich techy aus. Aber vielleicht ist es in Deutschland jetzt auch so zu verpackt. Ich glaube, ich mag Wochenmärkte lieber. Alles irgendwie von einer Werbeagentur gemacht. Meta World in Real. Ja, hier haben sie auch wieder die ganzen Nüsse. Und dann kommt das andere Ding, das hatten wir auch noch nicht in Paraguay. Logisch, das würde in Paraguay gar nicht funktionieren. Da würde jeder alles auschecken, ohne zu bezahlen. Ja, sieht man hier auch Estonisch, Russisch und Englisch. Pay with card. Ja, schon bezahlt und ausgecheckt. Das ist ja eigentlich ganz witzig, ne? Dass man da nicht in der Schlange herumstehen muss. Eigentlich ganz cool. Hier in Estland ist jetzt nicht mehr ganz so kalt, vielleicht nur noch -5 Grad. Kommt mir fast vor wie Frühling. Das war echt kalt die letzten Tage. -20 oder so. Das ist so -5 ganz entspannt. Ja, aber langweilig ist das hier. Mal massiv langweilig. Ich frage mich, was die Leute hier machen oder warum sie die Stadt hier noch nicht zugemacht haben. Also jeder, der halbwegs was vom Leben haben will, der haut hier ab. Hier in Tallinn sind gefühlte mindestens 50% Russen, 50 Tallinesen. Was erstaunlich ist, ist hier im Straßenverkehr. Die Autos halten schon an, bevor man überhaupt am Straßenrand angekommen ist. Das ist wirklich erstaunlich. Man läuft auf die Straße zu und dann halten die schon mal präventiv an, damit man mal rübergehen kann. Fast übertrieben. Ja, das nehmen die ernst mit dem Anhalten. Guck mal hier, und ich eigentlich nicht. Es war rot, aber ich mache schon mal rüber. Würde man so in Paraguay über die Straße gehen, dann ist man tot. Da hält niemand an. Aber hier hält wirklich jeder an. Das ist erstaunlich. Jetzt kommen wir zurück zum Hostel. Das ist eigentlich ein ganz gutes Konzept. Wie ein Hotelzimmer mit Dusche im Zimmer, aber eine Küche, die man benutzen kann. Das ist eigentlich echt ganz gut. Kann man mit klarkommen. Hi. Ups. Thank you. Da war ich dann 6 Wochen in einem Hostel, sehr schön, also wirklich klasse Laden. Und mit einer Küche kann man kochen. Einzelzimmer mit Dusche, also eigentlich wie ein Hotel, aber eben mit Küche, geteilter Küche, also Küche, die man benutzen kann. Sehr zentral. Ich werde den Link unter das Video machen. Kann ich wirklich empfehlen. Und nicht teuer. 20 Euro, glaube ich, habe ich die Nacht bezahlt. Völlig in Ordnung. Ein Einzelzimmer. Ist wirklich gut. Ja, da war ich dann 6 Wochen. Jetzt in Tallinn, auf dem Weg nach Riga. Wieder mit dem Luxbus. Und dann werde ich 2, 3 Tage in Riga bleiben. Gutes Design. Alles sieht absolut schick aus. Ja, jetzt auf dem Weg von Tallinn nach Riga. Am 14. ist mein Visum klar. Das kann ich dann abholen. Und dann wollte ich über Istanbul mir angucken, was es da für Waren gibt. Also die Türken sind ja ganz gut so mit Klamotten, vor allem Klamotten kopieren. Die sind zum Teil besser als die Originale. Das wollte ich mir mal angucken, was da in Istanbul los ist. Da sind sicher eine Menge Russen unterwegs und kaufen da ein und machen da Handel. Also ich dachte 2 Tage Istanbul und dann zurück nach Moskau. Okay, jetzt in Riga. Und hier ist eher so, ja, zweiter Hand. So Hansi und Mausi wäre ja hier ein Burner, ne? Also haben sie scheinbar. Wirklich sicher 20 zweiter Handläden. Bin ich dann vorbeigelaufen. Irgendwie scheint das hier der Groove zu sein. Die Häuser sind auch alle noch nicht tot renoviert, also so europäisch hygienisiert. Hat noch so ein bisschen was von Sowjet-Style hier, was hier ganz charmant ist. Ein bisschen kaputt und ein bisschen knuddelig. Ja, wenn es in Riga von 1 viel gibt, dann ist das hier so Secondhand-Klamotten. Oder ist das erste Hand? Aber hier gibt es viele zweite Handläden, ist hier der Style. Bisschen individueller da. Auch die Autos sind nicht so schick wie in Tallinn. Also viel angenehmer. Riga kann ich auf den Schlag schon mal empfehlen. Die ganze Atmosphäre hier ist viel entspannter. Die Leute sind unglaublich freundlich. Hier ist ein bisschen realer, alles ein bisschen kaputt. Die Treppen ein bisschen schief, weil sie leerstehende Läden, die nicht zu vermieten sind. Macht soweit einen guten Eindruck und die Leute sind gut drauf. Hier wird viel gelacht und alle sind freundlich. Scheinen auch mehr vielfältiger zu sein hier. So, jetzt in Riga auf dem Wochenmarkt, so eine Art Farmers Market. Ja, so wie die Russen, die stehen alle unglaublich auf Honig. Honig ist hier eine dicke Kultur. Hier wieder mit den Nüssen. Und so wie überall wird immer Russisch gesprochen.
Aber lecker sieht das aus, ne? Im Vergleich zu diesen Supermärkten. Guck mal, das ist viel, viel sympathischer hier. Wenn es in den Schalen da rumliegt, ein bisschen unhygienisch, viel besser. Hier noch mehr Honig. In der Ukraine auch. Da reden die Leute ständig über verschiedene Honig. Sehr wahrscheinlich bei den Russen auch. Honig ist wohl wichtig. Toll, die ganzen verschiedenen Arten. Was auch immer das mal. Weißer Honig. Ja, Donnerwetter. Lecker, die ganzen Honigsorten. Guck mal, so soll doch Essen aussehen. Nüsse sind wirklich wichtig bei den Russen. Das haben wir so gar nicht. Guck mal da, hier. Das ist so eine Art Sushi aus Käse oder so. So eine Art Käsesushi. Oder was ist das? Pâté? Vielleicht Fleischpâté-Sushi. Wie witzig. Sieht ja gut aus. Ja, muss wohl so ein Pâté sein. Okay, hier Käse. Hier, ah ja, das kenne ich auch aus der Ukraine, wenn die Sahne und so direkt aus dem Eimer verkaufen. Das ist natürlich viel leckerer. Das ist natürlich klasse. Ja, so soll Essen aussehen. Guck mal, das ist gut. Guck mal, hier auch Butter. Da, im Stück. Nicht so fabrikverpackt. Die besser so. Guck mal hier, die leckeren Oktopus. Super. Und hier, was ist das? Türkischer Käse, oder wie heißt das nochmal, ne? Das Ganze noch in schwarz. Was das wohl sein mag? Halva. Ja, auch so eine Süßigkeit. Ja, das sieht nach gutem Essen aus. Lecker Oliven, eingelegt, alles dabei. Hier wieder unsere Sushis. Das sind ja komische Dinger, ne? Ja, das muss wohl so eine Art Pâté sein. Oder ist das süß? Nö, aber gut sieht das aus. Viel interessanter. Die ganzen Käsesorten. Und viel so türkisch, ne? Hier diese türkischen Blätterteigdinger da. Ah, guck mal hier, das ist wohl halber Sushi hier. So eine süße Rolle. Klasse, was die alles hier haben. Super. Hier Nachtische. Sehen auch gut aus. Sehr lecker. Das ist hier eine super Halle. Was es hier alles leckere Sachen gibt, das ist ja einfach toll. Guck mal hier, wieder wie immer bei den Russen. Hier gibt es ja auch viele Russen. Wir sind in Riga immer noch. Die Gurke, alles eingelegte ist super. Sensationell lecker. So sollen Lebensmittel aussehen. Eingelegter Knoblauch und hier wieder saure Gurken. Sensationell. Mutti hat Karottensalat gemacht. Super. Und alle sprechen Russisch. Ich verstehe das nicht. Sollten doch pro-russisch sein hier, wenn die alle Russisch sprechen. Guck mal hier, die getrockneten Fische. Guck mal, das ist doch richtig super Essen. Was ist das denn bloß hier? Das sieht ja, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ja, interessant. War wohl auch mal ein Fisch. Hier lecker geräucherter Fisch in Röllchen. Und hier ganzen kleinen Fische. Noch kleinere Fische. Oh, was ist das denn? Mit Gelee oder so. Sieht ja auch gut aus. Hier ein bisschen Seelachs. Nee, wie heißt das? Seetang? Nee, Algen? Weiß ich auch nicht. Hier Seelachs. Fischeier, Kaviar. Sensationell. Guck mal hier, die Mutti mit Früchten. Oh, das sieht ja gut aus hier. Mensch, sieht das alles gut aus. Guck mal hier, der eingelegte Knoblauch. Ist ja ein Knaller. Schicke Farben, sind sicher alle natürlich. Guck mal hier, die knalligen Farben. Und hier Pilze. Das muss Kimchi sein. Ah ja, steht ja auch da, Kimchi. Mit den Pilzen, da bin ich mir nicht so sicher. Das ist, glaube ich, nicht mein Ding. Guck dir das mal wieder an. Hier, wieder mit den Pilzen. Sieht gut aus. Hier wieder mehr Honig. Ja, das mit dem Honig ist auch sensationell. Sieht ja gut aus, oder? Die ganzen verschiedenen Sorten. Guck mal hier, dann mag das wohl mal gewesen sein. Zu groß für einen Hering, ne? Ah, aber da sind Matjes. Da wieder Seetang. Verschiedene Sorten Seetang. Geräucherter Fisch. Sieht ja auch geil aus, ne? Da so Gold. So ein Goldfisch. Ist auf jeden Fall ein Goldfisch. Ein bisschen angetrocknet. Die sehen auch gut aus. Kann man sicher mit allem essen. Oh, hier die Jungs nochmal getrocknet. Ja. Oh, was sind das denn für welche? Ja, auch super. Die sind auf jeden Fall trocken. Ja, hier gutes Gemüse. Ja, so soll Essen doch aussehen. Das ist auch etwas, was mir gefehlt hat. Jetzt 10 Jahre in Paraguay hatte ich nicht einmal Dill. Guck mal hier, super Dill. So soll doch Essen aussehen. Und hier wieder die Gurken. Gurken sind bei den Russen wichtig. Super. Gurken mit Dill. Und hier nochmal ordentlich vertrocknete Fische. Sensationell. Mann, die sehen aber auch trocken aus, ne? Ob da noch was dran ist? Ja, super. Dass diese roten Strippen da wo sind, muss auch so ein trockener Fisch sein. Oh, und da auch diese weißen und rosa Streifen. Hier, das ist ganz meine Welt. Budget-Lachs. Die abgeschnittenen Schnippelchen hier für 2,50 € das Kilo. Das ist auch in Ordnung. Hier Skelettlachs.
Sehr wahrscheinlich zum Suppe kochen, auch 2,50 das Kilo. Hier ein Fischkopf, kann man sicher Suppe mitmachen. Ja, super, ja. Guck mal, ein ganzer Lachs hier. Hallöchen. Oder ist das was, eine Forelle? Ist wohl eine Forelle. Ah ja, sieh mal. Sieh mal einmal, guck. Achso, hier, das ist ein Lachs. Oder ist das doch eine Forelle? Nee, Laris. Laris und Forelle. Ja, sehen fast gleich aus, ne? Tintenfisch. Oh, was ist das denn? Das muss wohl Fischleber sein. Menoi Agnok. Ja, und hier, guck mal hier, Forello Igri. Das ist dann Kaviar von der Forelle. Kann man von ausgehen. Hier noch mehr Kaviar von der Forelle. Unglaublich. Hier so ein platter Fisch. Plexte, heißt sicher platt. Karpfen, die mache ich ja nicht. Oh, guck mal, der lebt noch. Das ist ja auch irgendwie gemein. Was das wohl ist, ein roter Karpfen? Vielleicht Rotkarpfen. Plaudis. Sandasta. Karpfen. Oh, guck mal hier. Das ist auch ein Hecht, der da noch am Hechten ist. Mensch, wenn die noch leben, das tut mir ja doch ein bisschen leid, ne? Ah nee, das ist ein Stör. Stürmer nicht. Hier, das sind die Hechte. Das muss ein Stör sein da. Ach ja, steht ja auch da. Store. Auf jeden Fall ein Stör. Bin ja ganz begeistert. Hier ist wieder Dill. Dillis. Genau, hier. Dillis. Ja, ich muss in Moskau unbedingt in der Nähe vom Wochenmarkt wohnen, damit ich diese Plastiksupermärkte vermeiden kann. Ah ja, guck mal, hier ist wieder dieser Fisch mit Püree drauf. Was ist das? Atlantis Makrele. Und dann muss aber irgendwas draufkommen, oder was? Hier, ist das hier mit Knoblauch. Sieht nach Knoblauch aus. Atlantis Makrele. Sucubupio Kroko. Wieder Goldfisch. Ja, auch Makrele, aber geräuchert. Oh, guck mal hier, irgendwas mit Tiger. Wilkiksück, Tigerfisch. So soll doch Essen aussehen. Zack, zack. Wenn Essen so zu sehr eingepackt ist und zu hygienisch, ja, dann ist das irgendwie nicht so lecker. Guck mal, die hier. Hier, die Jungs. Seemöwen, das sind auch große Dinger, ne? Jetzt geht's weiter auf den Wochenmarkt und dann gehe ich in die Stadt. Also in Moskau muss ich unbedingt an so einem Wochenmarkt wohnen. Ich mag diese Supermärkte nicht. Nur so sieht das doch gut aus. So muss Essen verkauft werden. So. Kann man alles angrabbeln, gucken, ob das gut ist. Und überall sprechen sie Russisch. Pomgranate. Guck mal hier, Pomgranate. Das verstehe ich hier in den baltischen Ländern nicht. Wirklich, die sprechen überall alle Russisch. Und dann sind sie so biestig mit Russland. Muss irgendwas, kann sich ein Hobbypsychologe erklären, da liegt doch irgendwas schief bei denen. Ob das Einheimische sind, die einfach traditionell Russisch sprechen und genervt sind, dass sie ihre eigene Sprache nicht können. Oder ich verstehe das nicht. Weil überall sprechen die Russisch. Oder vielleicht sind das die Älteren. Ein großer Marktplatz hier. Nur passt niemand da. Auch gut. Guck mal hier, schicke Shopping Mall. Und auch ziemlich viele Geschäfte. Oben alles geschlossen. Nichts vermietet. Nach wie vielen Wochen, Monaten, Jahren der Sanktionen. Denen fehlen wohl die Russen hier, die zum Shoppen kommen. Oder hat einen anderen Grund. Und hier sieht man schon, was ich meine. Ist alles irgendwie sehr verpackt. Da fand ich den Wochenmarkt da ja viel leckerer. Guck mal hier, alles irgendwie sehr verpackt. Hier Ben & Jerry's. Bin am Überlegen, ob ich in Moskau Eiscreme machen soll. Aber es ist natürlich auch ein ganz schönes Unterfangen, Eiscremefirma aufzubauen. Lego, Spielzeugläden gibt es gar nicht mehr, ne? Ja, Eiscreme. Vielleicht sollte ich doch Eiscreme machen. Scheinen die auch im kalten Klima zu mögen, Eiscreme. Guck dir das mal an. Was ein Unterschied. Eben waren wir gerade auf so einem schönen Wochenmarkt, wo das Essen lecker aussah. Und jetzt hier dieses ganze Plastikverpackte. Ist ja schon ein Unterschied. Haushaltsnotabteilung, falls was fehlt. Kätzchen essen. Ach, guck mal, Quass. Das gibt es in Russland auch. Das ist, was wir, glaube ich, Malzbier nennen. Quass. Malzbier. Nicht genau mein Thema, ein bisschen zu süß, aber wer es mag. Was haben wir hier? Rosé. Rosé was? Soda. So, Hababuru. Das ist ja wahrscheinlich sowas wie Bionade. Also ich habe schon viel von diesen verschiedenen Biersorten probiert. Also die klassischen Biere hier finde ich nicht so interessant, was die hier brauen. Die Craft-Biere, die sind ziemlich lecker, aber auch ziemlich teuer. Das sieht ja alles nach Kopfschmerzen aus, meine Güte. Wodka, dann noch russischer dabei ist. Moskowskaja, der ist doch russisch, oder nicht? Ich dachte, die führen keinen... Ach so, nee, hier aus Latvia. Kein Moskowskaja. Woher ist der wohl? Wodka Master. Ja, der ist Moskowskaja. Ich meine, müsste ja eigentlich aus Moskau kommen. Sonst macht der Name ja keinen Sinn. Moskowskaja habe ich getrunken, als ich klein war. Was es gibt.
Hier, Hüttenkäse im Riegel. Ordentlich Milch, sehr schön. Liter Euro, 90 Cent für Kefir. 1,65 ein Liter Milch, 1,50. Hier einfach zu viel Verpackung für meinen Geschmack. Macht das Essen ja nicht leckerer. Ach, guck mal, hier auch der gelatinierte Fisch hier. Ja, nicht so lecker. Aber das glaube ich jetzt scheint wohl überall so die Supermärkte zu sein. Torten, Eier, was sind das hier? 10 Eier auf 2 Euro. Das ist ja auch interessant. Die machen auch 10, so wie die Russen. Nicht ein Dutzend, aber 10. Ja, die 10 Eier sind geblieben. Die Russen sind weg. Haben wir die Tür hier vergessen zuzumachen? Ein Ei 39 Cent. Hier die Aufschnittabteilung. Geräucherter Schinken, Salami und hier wieder die Fische. Matjes, Dosenfisch. Ah ja, guck mal hier, super. Der getrocknete Fisch fürs Bier, auch gut. Ja, dann bin ich von Riga mit dem Bus nach Vilnius gefahren. Vilnius fand ich fast zu touristisch. Schöne Stadt, wirklich schöne Stadt. Da war ich dann ein paar Tage. Jetzt bin ich auf dem Weg von Riga nach Vilnius. Bin dann nach Berlin geflogen. Jetzt gucken wir uns den Laden hier mal an. Wie heißt es hier? Netto. Wo geht's denn hier rein? Aber wieso piept das denn hier? Okay. Guck dir das mal an. Das ist hier. So, was wollen wir denn hier? Vielleicht eine runde Äpfel? Ja, die Preise sind gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ziemlich okay. Nicht so teuer, wie ich dachte. Eigentlich ähnlich. Rote Grütze. Ich lach mich tot. Himbeergeschmack. Das klingt ja nicht so, als wenn da echte Himbeere drin wäre. Himbeergeschmack. Himbeergeschmack, was soll das denn sein? Zutaten: Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Hartweizengrieß, Apfelpulver, Dickungsmittel, Johannisbrot, Kernmehl, Säurungsmittel, Zitronensäure, Säureregulator, Farbstoff. Da ist ja nichts drin außer da ist nichts drin außer Zusätze. Was ist das denn? Milchreis. Kilopack oder was ist das hier? Dessertcreme. Ja, im Kilo. Dessertcreme im Kilo. Zutaten, Stärke, Verdickungsmittel. Also, das ist ja alles nicht gesund. Mit viel Protein, guck mal, steht drauf, viel Protein. Zutaten: Frischkäse, Himbeere, Zucker, Cranberry, Stärke, natürliches Aroma, Zitronen aus Zitronensaftkonzentrat. Das geht ja, das ist ja in Ordnung. Es wirkt alles so durcheinander hier. Griechischer Joghurt, die sind ja in der Regel gut. Okay. Joghurt mild, laktosefrei. Was soll das denn sein? Joghurt mild ohne Milch oder was? Quatsch. Oh, Quark. Milch brauche ich auf jeden Fall. Frische Weidemilch. Ja, frische Weidemilch ist immer gut. Waldheidelbeeren, was ist das denn? Waldheidelbeeren. Mensch, das sieht alles so durcheinander aus hier. Was gibt's hier? Nichts, was ich haben will. Und guck mal hier. Guck einmal da. Das sind natürlich keine richtigen Lakritz, aber geht schon in die richtige Richtung. Geil. Nehme ich gleich 2 mit. Oh, was ist das denn? Süß-würzig und salzig. Ja, mache ich süß-würzig auch. Was auch immer das sein soll. Süß-würzig. Warum haben die bloß Brot? Proteinkorn, was soll das heißen? Mit Insektenprotein oder was? WWF, logisch, Bio. Blödsinniges Bio. Rostbratwürstchen aus Weizen. Nee. Aus Soja. Nee. Veganes Hack. Was für Blödsinn. Veganes Hack. Das ist geil. Gewürzketchup, Curry. Ja, das muss mit. Gewürzketchup, Curry. Dann bin ich nach 10 Tagen nach Amsterdam, weil da sollte ich dann in Den Haag mein Visum abholen. Da war ich in Amsterdam leider viel zu lange. Ich sollte eigentlich sofort gleich nach 2 Tagen das Visum haben. Das hat dann aber nicht geklappt. Da gab es eine Verzögerung, dann gab es Feiertage, was weiß ich. Da wollte ich das Visum abholen, dann musste ich vorher einen AIDS-Test machen, musste ich wieder nach Amsterdam, AIDS-Test machen, wieder nach Den Haag. Den Haag, wie nennen die Russen das? Gaga? Ich glaube Gaga. Ja, also Den Haag, also Gaga, ist echt eine ganz anständige Stadt.
bin begeistert. Also hätte ich nicht erwartet. Das Gegenteil kann ich von Amsterdam sagen. Also das ist echt zu sehr Partystadt und keiner spricht mehr Holländisch in Amsterdam. Alle sind nur zu sehr Partystadt und zu viel Touristen, nicht schön. Aber Den Haag ist wirklich eine tolle Stadt, muss ich sagen. Wirklich ganz vernünftig. So, jetzt war ich gerade beim Visazentrum. Das geht doch relativ fix. Also einen Tag mit beschleunigtem Antrag und dann am Freitag sollte dann das Visum bei mir im Hotel sein. Und dann muss ich mal gucken, wann ich den nächsten Flieger kriege. Und dann kann ich hier endlich raus und ab nach Moskau. Zurück nach Moskau. Den Haag. Dann wurde das Visum mir zugeschickt, hatte ich dann endlich. Das war eine Feier. Das war natürlich klasse nach über 2 Monaten, ich glaube 2,5 Monate. Flieger von Amsterdam nach Istanbul, Pegasus. Mit denen kann man auch weiterfliegen nach Moskau. Ja, ist eine Budget-Airline. Fühlt sich aus, aber nicht so richtig billig dafür. Ja, dann in Amsterdam. Ich dachte, ich bleibe dann nur 3 Tage, weil das Visum hätte fertig sein sollen. Dann gab es aber Verzögerungen. Dann war ich 2 Wochen in Amsterdam. Das waren 2 Wochen zu viel. Ja, jetzt habe ich zum Glück das Visum endlich bekommen. Das ist heute Morgen per Kurier angekommen. Und deswegen sitze ich jetzt im Flieger nach Istanbul. Da muss ich sehr wahrscheinlich 2 Nächte bleiben und fliege dann von Istanbul nach Moskau. Besuche mir eine Wohnung. So, jetzt in Istanbul gelandet, auf dem Billigflugplatz. Weiß nicht, wie der heißt, kompliziert. Auf jeden Fall nicht Atatürk. Sieht aber schicker aus als der Berliner. Aber ist ja auch nicht so schwer. Guck mal hier mit Marmor und so. Jetzt spielt abends, ich weiß nicht, 11 Uhr oder 12 Uhr, ist so Mitternacht so ungefähr. Jetzt muss ich mir noch ein Hotel suchen. Und dann Mittwoch, denke ich, geht es weiter nach Moskau. Endlich nach 2 Monaten. So, jetzt vom Airport hier in die nächste Stadt. Ich konnte mir kein Hotel buchen, weil die Spinner die haben zwar freies Wi-Fi, aber das funktioniert nicht. Also hat sich irgendjemand was Tolles ausgedacht. Also fahre ich jetzt einfach mal auf Glück in die Stadt und hoffe, da ein Hotel zu finden. Radnik, Isnik, ist nicht, sicher ist nicht. So eine Stadt hier in der Nähe vom Flugplatz, von diesem Billigflugplatz. Jetzt hier fast 2 Uhr nachts und ich habe kein Hotel, aber wird schon sich irgendein Hotel finden lassen. Schickes Blau hier. Blaues Taxi. Guck mal. Ganz vernünftiges Hotelzimmer für kleines Geld hier in Istanbul. Kann man nicht meckern. Jetzt bin ich am Airport in Istanbul. Sitze im Café und warte auf den Bus, um zu dem neuen Airport zu kommen. Istanbul International. Atatürk gibt es scheinbar nicht mehr. Der neue Airport heißt Istanbul International. Eigentlich wollte ich mit der Billo Airline von Aeroflot von Istanbul nach Moskau fliegen, aber die Kreditkarte funktioniert nicht. Logisch, nur russische Karten. Mir und Visa und Master Russland, aber nicht Visa Europa. Aber schied egal, ich fahre jetzt mit dem Bus da zum Airport und dann gucke ich mal, ob ich da nicht einfach so ein Ticket vor Ort gekauft kriege. Cash. Oder im schlimmsten Fall eine Nacht hier noch in Istanbul wäre auch willkommen. Türkei ist echt cool. Die Türken sind echt in Ordnung. Guten Style haben sie. Anders, aber einen guten Style. Gutes Land hier. Ich mag die Türken. Und jetzt sitze ich in der Billig-Airline von Aeroflot von Istanbul nach Moskau. Wir kommen abends spät um 10 oder 11 oder sowas an und ich habe noch kein Hotelzimmer. Das ist natürlich, ich hoffe, das klappt irgendwie, aber irgendwas werde ich schon finden. Guck dir das jetzt mal hier an. Jetzt bin ich in Moskau in einem Hostel. Ein Riesending, wirklich Riesending. Aber echt ganz nett. Also es scheint auch, dass es hier einige gibt, die hier längerfristig wohnen. Bin mir nicht sicher, aber Riesending. Ja, kurzer Rundblick.
Arbeitsgenehmigung. Das hat leider nicht geklappt. Doof gelaufen. Ja, sehr bedauerlich. Ich hätte wirklich gerne in Moskau gelebt. Aus Moskau nach, vielleicht bleibe ich in Istanbul oder mache da mir zumindest zuerst mal einen Plan, wohin die Reise geht. Da war ich 14 Tage in Istanbul oder vielleicht noch länger. 14 Tage, 20 Tage vielleicht. 20 Tage war ich in Istanbul. Ja, da wo die Touristen sind, kann ich extrem nicht empfehlen. Das ist echt Abzocke. Das ist wirklich Abzocke vom Feinsten. Zahlt man locker das Fünffache für alles, was man normalerweise zahlt. Und zu viele Koberer. Also komm mal hier rein, komm mal da rein, willst nicht einen Schal kaufen, willst nicht dies kaufen. Also das nervt. Also bin ich dann eher ins Stadtinnere, wo eher die Türken sind und wohnen. Und das ist echt in Ordnung. Also das Essen ist gut und günstig, Fruchtsäfte, schöne Cafés. Nahtapfel mit Karotte, total lecker. Ich war gerade beim Zahnarzt hier. Das war ja mal eben beeindruckend. Unglaublich moderne Top-Arztpraxis. Unsagbar freundlich, lachen die ganze Zeit. Die Zahnarztstewardessen, wie nennt man das? Ja, also unglaublich charmant, professionell. Und der Zahnarzt gut in seiner Arbeit, das war mal wirklich ein Wort. Und das zu kleinem Geld. 4 Zähne ein bisschen reparieren. 70 Euro pro Zahn, kann man ja nicht meckern, ne? Top-Arztpraxis mit so einem spitzen Zahnarzt. So wer sich gut durchrenovieren lassen will, würde ich empfehlen, hier schöne Woche nach Istanbul, zwischendurch ein bisschen Zahnarzt machen. Medizinisch sind die Türken ohnehin wirklich ganz vorne an. Man sieht hier viel so Männer mit Haartransplanten rumlaufen. Moskau hat nicht geklappt. 4 Monate auf das Visum gewartet und dann hat die Arbeitsgenehmigung nicht geklappt in Moskau. Das war vielleicht ärgerlich. Jetzt auch einen guten Plan. Jetzt bin ich in Istanbul. So ein bisschen süßer Tee, türkischer Tee, den kann ich den ganzen Tag trinken. Sehr lecker. Ja, jetzt ist der Plan, hier ein paar Tage noch in Istanbul zu bleiben und dann nach Europa. So wie es aussieht, zuerst mal nach Deutschland. Nächstes Ziel ist gegen Stuttgart. Mir da ein Auto kaufen und von da dann Richtung Süden fahren, also Südfrankreich, Spanien, die Ecke. Jetzt gibt es jetzt erstmal lecker was zu essen, und zwar gehacktes Lamm mit Kartoffeln. Guck mal hier. Guck mal. Lamm, Reis, bisschen Brot. Hier ist ja gerade Ramadan. Hört man vielleicht im Hintergrund. Also hier schon ganz schön, akustisch ist hier ganz schön was los. Optisch auch. Hier nochmal so ein Süßigkeitenladen. Hier Datteln. Guck dir das mal an. Ja, hier bloß nicht mit dem Kurzen reinkommen. Kinder würden hier durchdrehen. Das sind diese süßen Sushi-Rollen. Die habe ich ja auch da in Latvia, glaube ich, gesehen. Die gibt es auch in Russland viel. Hier Feigen, Datteln, Nüsse, kandierte Früchtchen, Kaffee. Ja, gibt wohl einige Viertel, wo man nicht hin soll, wo die Immigranten sind. Guck mal, hier, so eine neue Welle, Tsunami an Leuten, die von der Arbeit nach Hause gehen. Noch so ein Laden. Hier handdurchgebrochene Schokolade, noch mehr davon. Leckere Pralinen, die Türken, die können was. Schöne bunte Präsentation, noch mehr Pralinen. 1 Kilo 1200 Lira durch 3, Kilo 30 Euro, kann das sein? Ich kriege das mit den Preisen immer nicht so hin. Ja, habe ich gleich mal so eine leckere Praline geschenkt bekommen zum Probieren. Ich muss wirklich sagen, also schokoladentechnisch, da kann sich Belgien was abgucken. Das ist vielleicht lecker. Jetzt vom Istanbul Hotel Richtung Airport, noch früh morgen, ich glaube 6:45 oder so. Schöner Morgen. Jetzt geht's von Istanbul nach Stuttgart. Jetzt auf dem Weg von Nürnberg Richtung Stuttgart. Ich fahre seit 10 Minuten dieses Auto und fühle mich schon wie ein Trecker. Müsste natürlich hier jetzt noch Johnny Cash oder irgend sowas laufen im Hintergrund, auf jeden Fall Country. Auf dem Weg zum Flugplatz, da habe ich ja meine Koffer untergebracht im Schließfach. Frische Klamotten nach 3 Tagen hier rumfahren und Auto suchen wäre jetzt extrem willkommen. Auf dem Weg dahin muss ich noch unbedingt das schaffen, bei Ikea mir eine Matratze rauszuholen. Bettdecke, Kissen. Jetzt bin ich hier beim schwedischen Ausstatter in der Bettenabteilung.
beweglich. Kurze Frage, die Stoffabteilung, wo ich die Kissen und so weiter finde. Ein Stock Und tiefer. Sie gehen da lang? Da lang. hier geradeaus durch die Türe und dann nach links, ja? Klasse, danke. Jetzt auf dem Weg in die Stoffabteilung und dann im Regal finde ich wo hoffentlich die Matratze einen Stock tiefer. Also mal unter uns, Ikea, ja, ist ja so ein bisschen, ne? Muss man hier überall lang laufen. Ist man zugeflutet, wie kommen wir jetzt dahin? Alter, Kasse, Aufzug, Markthalle, SB, Wohnzimmer. Ah, hier, Markthalle, genau, da wollen wir hin. Markthalle, zuerst mal die Nacht sichern. Genau, hier Markthalle. Zack, zack. Jetzt geht's weiter. So, guten Morgen. Habe ich die erste Nacht im UPS-Van gepennt. Jetzt hier bei Obi. Also das ist ja fast zu viel. Lass mal hier einen Mann rein, der direkt hier durch. Hier will man ja alles kaufen. Jetzt mit so einem Kastenwagen rein. Ich muss ja wirklich nur kaufen, was absolut notwendig ist. Aber wenn ich jetzt ein Haus hätte, das wäre voll mit dem Kram. Faszinierend, diese Märkte. Die haben ja einfach alles. Fast alles. Super. Bin hier am Bauen. Also die ganzen Sachen sind angekommen. Hier ist meine Werkstatt. Guck mal hier, alles meine Werkstatt. Und hier ist provisorisch gerade mein Kleiderschrank mit Bettwäsche und so. Ja, hier ist die Matratze. Jetzt fahre ich hier durch Polen. Wie schönes Land. Meine Güte, ist das ein schönes Land. Hier fahre ich jetzt so eine kleine Straße durch Polen. Hier jetzt in Polen unterwegs. Herrlich. Geiles Wetter. Frühling. Guck mal hier. Da, nee, andere Richtung. Da. So, und jetzt hier gucken wir hier die polnische Natur. Einfach schön, ne? Jetzt hier in Estland noch so Bauarbeiten machen hier. Alles noch sehr basic, aber geht schon voran. Hier das Bett, da hinten Estland. Da alles Estland. Hier kommt mal die Küche hin. Spüle, Herd, dann hier, da ist die Toilette in Arbeit mit der Dusche. Hier wieder Estland. Alter Trecker. Schreibtisch ist schon fertig. Hier oben ist momentan noch Werkstatt. Ja, hier Kleiderschrank. Anzüge hängen schon. Hemden gefaltet und gebügelt und da unten sind die Schuhe.